Eine Bauchdeckenstraffung ohne Rektusdiastase wird in der Regel in Vollnarkose durchgeführt. Da wachen die Patienten nach der Narkose im Aufwachraum in der Klinik auf und werden durch das Team in der Klinik versorgt. Wir haben auch bei diesen Patienten meistens 2 Redondrainagen eingelegt, die zwischen dem ersten und dem 3. Tag je nach Fördermenge entfernt werden. Der erste Verbandswechsel durch uns Chirurgen erfolgt am ersten Tag nach der Operation. Sprich, die Patienten kommen entweder in unsere Klinik von der Klinik oder wir besuchen die Patienten in der Klinik. Für die ersten 3 Tage werden die Patienten auch angehalten, bei starken Schmerzen Schmerzmedikamente zu nehmen. Zusätzlich bekommen die Patienten von uns einen Bauchgurt, den sie dann immer tragen, damit die Wunde, die Narbe schön heilen kann. Wir treffen dann den Patienten, wenn die Drainage noch nicht ganz gezogen ist, die ersten 3 Tage regelmäßig, bis die Redondrainagen entfernt wurden. Wenn die Redondrainagen entfernt würden, treffen wir uns 7 Tage später, um nachzusehen, ob der Wundheilungsverlauf gut funktioniert oder ob es vielleicht irgendwo Infektionszeichen gibt und wir sofort mit Antibiotika einschreiten müssen. Wenn dann die zweite Kontrolle vorbei ist, sehen wir den Patienten nach 2 Wochen zum Eckfadenzug. Das heißt, wir verwenden auflösbare Fäden, die wir dann wieder entfernen müssen, aber das tut nicht weh, weil das wirklich von der Haut eigentlich absteht und wir nur 2 Knoten und einen Knoten am Bauchnabel entfernen müssen. Nachdem wir das gemacht haben, ist noch ein Verband erforderlich für so circa 1 Tag. Danach können die Patienten auch wieder duschen, so ungefähr quasi 15 Tage nach dem Eingriff. Saunabesuche und Solariumbesuche sollten so für 6 Wochen vermieden werden. Wenn wir eine einfache Bauchdeckenplastik ohne Rektusdiastasenverschluss durchgeführt haben, sind die Patienten in ihrem Leben nicht stark eingeschränkt. Sie laufen vielleicht die ersten 2 Tage etwas gebückt, weil es Spannung drauf gibt. Es kommt aber sehr, sehr schnell dazu, dass die Patienten wieder aufrecht laufen können und schnell auch leistungsfähig sind. Auf Husten, Pressen, Niesen oder die Bauchdecke anzuspannen, muss nicht geachtet werden, jetzt so wie jetzt zum Beispiel, wenn wir den Rektus Muskel verschließen. Narben haben ihre eigene Dynamik. Wenn wir die Fäden nach 2 Wochen gezogen haben, dann fängt die Narbenbildung an. Das spricht, das kann bis zu 3 Jahre dauern, bis eine Narbe blass wird. Viele Patienten wollen von Anfang an Narbenpflege. Ich sage aber immer, die Natur macht eigentlich die Narben und man kann sie dann unterstützen, wenn man sieht, dass die Natur nicht eine schöne Narbenheilung vollbringt. Dann kann man gerne mit Silikonpflastern anfangen, mit Silikongel. Mit zu starker Narbenpflege kann man auch die Narbenheilung stören oder die Wundheilung, indem man zu viel macht und dann die Narbe weich wird und durch den Zug kann sie dann auch etwas breiter werden. Patienten nach einer Bauchdeckenstraffung ohne Rektusdiastasenverschluss sind nicht so stark sportlich eingeschränkt wie mit Rektusdiastasenverschluss. Wenn der Patient nach 14 Tagen sich wohlfühlt und keine Schmerzen mehr hat, kann er auch langsam wieder anfangen, Sport zu betreiben. Nach einer Bauchdeckenplastik kann jede Frau nochmal schwanger werden. Man muss nur damit rechnen, dass danach die Bauchhaut wieder hängt. So ist es auch, wenn man starke Gewichtsschwankungen hat. Wenn eine Patientin nach einer Bauchdeckenstraffung stark an Gewicht zunimmt und wieder ab, kann die Haut auch ausgedehnt sein. Wenn man aber kontinuierlich sein Gewicht hält, ist es ein Eingriff, den man einmalig im Leben durchführt.